Autoritäre Erziehungsmaßnahmen führen immer dazu, dass wir in der Angst sind. Die Autorität lebt von Gehorsam und Gehorsam lebt von Angst. Und wenn ich eine Beziehung habe, in der ich Angst haben muss, kann ich mich nicht öffnen, kann ich keine tiefe und innige Bindungsbeziehungen aufbauen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich bringe heute ein Thema für dich mit, das dich mit 100%iger Sicherheit interessieren wird. Viele meiner Klientinnen, wenn ich ehrlich bin, müsste ich sagen, alle, ich traue mich nur nicht tatsächlich das zu verallgemeinern in diesem Moment. Die meisten, also 99% meiner Frauen, die ich begleiten darf, im Einzel- oder in Gruppenberatungen und vor allem natürlich auch in gemeinsam wachsen, bringen dieses Thema mit. Und zwar, der Partner erzieht anders als ich. Er führt die Beziehung zu den Kindern auf eine Art und Weise, die mir als Mama schwerfällt. Da fallen die Stichwörter wie autoritäre Erziehung oder Gehorsam oder er droht an mit Strafen. Und wie kann ich damit umgehen? Ich habe heute hier einen kurzen Ausschnitt, ein kurzes Feedback von mir dazu, was wir im Mentoring gemeinsam wachsen in der Tiefe weiter besprechen und hoffe, dass ich dir hier einen ersten Impuls geben kann, um mit diesem Thema mehr in den Frieden zu kommen und auch mehr annehmender zu sein und deine Rolle als Mutter in der Beziehung zwischen Vater und Kind einfach nochmal, dir vor Augen zu führen. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, viele, Gedanken dazu, die dich tragen und die dein Herz öffnen und wünsche dir natürlich auch besonders viel Erfolg. Über deinen Kommentar und dein Feedback freue ich mich natürlich am Ende des Podcasts. Jetzt starten wir erstmal los mit der Frage, die ich hier von einer Mentoring-Teilnehmerin bekommen habe aus Gemeinsam wachsen. Hallo liebe Manuela, zuerst einmal, ich freue mich, dass ich beim Mentoring dabei sein kann. Julia, wir haben schon geschrieben, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Dein Thema ist die große Differenz zwischen dir und deinem Mann, was Erziehung betrifft. Er hat relativ wenig Interesse, keinen Wissensdurst und hält an früheren autoritären Erziehungsmaßnahmen fest. Wie kann ich damit am besten umgehen und Ungünstiges, so gut es geht, ausbügeln und abschwächen für meine Töchter? Ja, auch da, das, was ich schon dazu berichtet habe, wir können dem Partner helfen, indem wir vorsichtig Samen säen. Gleichzeitig ist es für die Kinder so, dass die in der Beziehung mit Papa sein dürfen, so wie die Beziehung mit Papa eben ist. Und die Beziehung mit der Mama, so wie die Beziehung mit der Mama ist. Und dann sich die guten Dinge rauspicken. Und je enger deine Beziehung ist letztendlich zu deiner Tochter, umso mehr kannst du mit ihr sprechen, weil sie weiß, dass sie bei dir wirklich Vertrauen hat und sie weiß, dass du geduldig bist und dass sie sich bei dir öffnen kann. Autoritäre Erziehungsmaßnahmen führen immer dazu, dass wir in der Angst sind. Die Autorität lebt von Gehorsam und Gehorsam lebt von Angst. Und wenn ich eine Beziehung habe, in der ich Angst haben muss, kann ich mich nicht öffnen, kann ich keine tiefe und innige Bindungsbeziehung aufbauen. Und es wird dein Mann merken. Und deine Tochter merkt es auch. Und in dem Moment, wo sie merkt, zum Papa habe ich keine so eine enge Bindung wie zu meiner Mama, wird sie für alle größeren Themen immer bei dir sein. Und sie wird auch herausfinden, was ihr gut tut und zu wem sie geht, wenn sie Fragen hat. Und dein Mann wird es beobachten im Idealfall, wird es feststellen. Und wenn er reflektiert ist und reflektiert sein möchte, dann wird er feststellen, dass du irgendwas anders machst. Dass irgendwas bei dir besser funktioniert als bei ihm und sich eventuell das ein oder andere abschauen. Im Idealfall.
was auch in diese Richtung geht. Er schenkt ihr leider nicht so viel Zeit und Aufmerksamkeit, wie sie gerne hätte oder brauchen würde. Seine zeitlichen Prioritäten liegen bedauernswerterweise woanders. Ich habe das Thema schon sehr oft angesprochen, aber er ist uneinsichtig. Mir tut meine Tochter in der Seele leid, dass ihr Papa sich nicht so um sie kümmert, wie es sein sollte. Gleichzeitig empfinde ich es als sehr verletzend für sie. Wie kann ich auch hier die Situation so gut wie möglich ausgleichen und den Schmerz für meine Tochter so gering wie möglich halten? Gar nicht. Liebe Julia, du kannst nicht ausgleichen, weil das ist die Beziehung zwischen ihr und dem Papa. Was du aber machen kannst, ist, dass du sie siehst mit dem Schmerz. Aktives Zuhören ist da das Stichwort. Also, dass ich dich sehe. Ich sehe, dass du gerne mehr Zeit mit Papa hättest. Und es tut mir in der Seele leid, dass das nicht so funktioniert, wie du es gerade bräuchtest. Sie auch animieren. Sie ist sie animieren, darüber zu sprechen. Im Sinne von, wie hättest du es denn gerne? Was wünschst du dir denn? Also ihr Fragen stellen. Wirklich Fragen stellen. Wie hättest du es denn gerne das? Was würde dir denn helfen? Also animieren, noch mehr Einblicke in ihr Seelenleben zu geben, in ihre Bedürfnisse, die sie da hat. Und dann schauen, was sich dahinter verbirgt. Letztendlich ist es die Beziehung, die sie zum Papa hat. Und du kannst sie sehen mit ihrem Schmerz. Du kannst dem Papa helfen, wie ich es heute schon mal gesagt habe, Samen säen, Tipps geben, ganz achtsam im Maße deine Sicht der Dinge sagen, aus deiner Wahrnehmung heraus oder erzählen, was sie dir erzählt hat und schauen, ob das bei ihm sitzen bleibt, ob das bei ihm was bewirkt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es kommen. Ja, es wird kommen, dass da er irgendwann mal feststellt, Mensch, irgendwie habe ich gar keine so gute Verbindung zu Sophia. Irgendwie ist es ja ganz schwierig. Und es hilft auch immer, wenn wir annehmend sind, wenn wir den anderen sehen, wie er ist und da für uns auch einen Frieden schließen können, sagen können, er ist da letztendlich gehemmt oder nicht frei. Und ich würde es mir für ihn wünschen, weil es täte ihm und seiner Seele ja auch gut, wenn er weiterkommt. Also mehr Mitgefühl statt zuzumachen, wieder aufzumachen. Ja, den anderen wieder zu sehen, wie er ist und ihn anzunehmen, zu respektieren und gleichzeitig aber nicht in sein Leben einpfuschen, weil letztendlich die Veränderung von jedem innen heraus beginnt und wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.